Hallo. Hallo, hallo. Eine Sache haben wir vergessen und von mir ist sogar eine Kollegin des jetzigen Arbeitsverhältnisses da. Ich bin inzwischen am Deutschen Historischen Museum in Berlin und eine Kollegin von mir ist auch hier im Publikum, was mich sehr freut. Ah ja, wunderbar. Soll ich das Gespräch so ein bisschen in die Hand nehmen, Bettina? Das wäre mir total recht. Ja? Ja, bis ich in Schwung bin. Okay, ist gut. Dann fangen wir doch vielleicht an. Einfach, ich sage erstmal, dass ich mich sehr freue, hier zu sein. Ich freue mich auch riesig. Es ist eine riesige Ehre. Und ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und ich freue mich, in diesem Raum mit dir zu sitzen. Ich habe das schon vorher gesehen auf Instagram, aber es ist wirklich toll, wenn man hier reinkommt und dann diese ganzen Bilder sieht. Und wir haben sofort angefangen zu quatschen und irgendwann haben wir gesagt, jetzt hören wir auf, weil sonst haben wir das Gefühl, wir wiederholen uns, wenn wir hier sitzen. Und vielleicht fangen wir einfach mit dem Bild, wo wir hier gerade sitzen, weil das auch, glaube ich, ein ganz gutes Tableau ist, an. Es ist ein perfektes, ich liebe das, wenn man auf Ausstellungen geht. Es gibt ja manchmal so Ausstellungen, die einen eher befangen machen und dann denkt man, was sage ich jetzt zu der Kunst oder ich kann das gerade schlecht in Worte fassen und so. Und ich habe das Gefühl, hier hat man so einen guten Einstieg, man kann immer tiefer reingehen, aber es gibt auch so eine Oberfläche, wo man sofort rumguckt und neugierig wird und was entdeckt. Und was ich sofort entdeckt habe, ist hier zwischen uns die Hildegard von Bingen, die Äbtissin des 12. Jahrhunderts, die wir auch bald bei uns im Deutschen Historischen Museum in einer Ausstellung haben werden, mit ihrem kosmischen Ei. Ja. Wie ist das kosmische Ei hier gelandet von Hildegard von Bingen? Also Hildegard von Bingen begleitet mich schon seit meiner Kindheit, worüber ich auch in dem Katalogtext schreibe. Und ich habe mich jetzt im Zuge der Ausstellung hier oder in der Vorbereitung zu der Ausstellung, habe ich mal versucht zu tracken, mit wem ich mich beschäftige. Also wer mir so täglich begegnet in der Kunst und habe dann versucht, all diese Künstler in meinen Notizbüchern und so weiter aufzunehmen und da war unter anderem Hildegard von Bingen dabei, die ja so im Mittelalter gelebt hat und erst 2012 wurde die heilig gesprochen, also ich weiß nicht, 800 Jahre später, ja, also die Frauen brauchen immer mal ein bisschen länger. Und ich liebe sowieso mittelalterliche Malerei, weil die oft so einen Humor hat. Ja. Dafür muss ich sogar kurz mal aufstehen, um das zu zeigen. Genau. Bettina geht jetzt hier ganz rüber. Da ist nämlich nochmal Hildegard. Hier ist auch eine Mittelalter-Zeichnung von Hildegard von Bingen. Und hier sieht man, wie so der Wollmar, ne? ihr Kollege quasi, so, und der guckt so wie so durch eine Mauer. Ja. Und ich finde, jetzt gehe ich wieder ans Mikro. Das ist so typisch fürs Mittelalter, dass es entsteht für uns aus heutiger Sicht so eine Art Bildwitz, das haben die wahrscheinlich gar nicht so gemeint, aber aus heutiger Sicht kann man so viel auch schmunzeln, weil auch oft die Perspektiven nicht stimmen und so weiter. Also du siehst schon, ich gehe an die Bilder auch oft sehr formal ran, einfach als Malerin, weil mich bestimmte Kompositionen interessieren oder bei Hildegard von Bingen sicherlich auch, weil sie irgendwie biografisch so ein bisschen verbunden ist. Biografisch verbunden, das schreibst du auch in dem wirklich schönen Text hier im Katalog, weil du einfach deine Eltern sich schon mit ihr beschäftigt haben oder jedenfalls... Ja, also wir hatten auf jeden Fall Hildegard von Bingen, ich weiß es nicht mehr, Bücher, Bilder zu Hause rumliegen. Als Kind registriert man ja das alles nur so emotional eher, also sie war mir immer bekannt. Und von solchen KünstlerInnen sind hier ganz viele. Und was ich hier auch mache in dieser Wandarbeit, dass ich sie eben mixe mit Kinderbuchillustrationen aus meiner Kindheit. Zum Beispiel sehen Sie da oben rechts den Zauberer auf Oz, würden die sagen, aus dem Westen. Und im Osten war das der Zauberer der Smaragdenstadt. Das war eine russische Nacherzählung. Das mit dem Löwen? Genau. Und diese russische Nacherzählung, die kennen wir als Ossis eher, ne Silvia? Ja, und die sind auch wunderbar illustriert. Also, und so ist das so rein, also die Ausstellung heißt ja auch Ost-West. Also ich mixe sozusagen auch visuelle Einflüsse, die ja bei mir eher dann in der Kindheit aus Osteuropa oder aus Russland viel auch kamen, ne? Mit aber natürlich auch den Dingen, die mir später begegnet sind. Und ich lege das auch total offen, weil ich die alle so ein bisschen als mein geistiges Kollektiv
wahrnehme oder fast wie eine Familie. Ja? Also Michael Ende, der ja auch ein bisschen Pate dieser Ausstellung ist im Titel, mit dem südlichen Orakel, der hat mal gesagt, für ihn ist das Schreiben wie innere Bäume pflanzen, um so der Verwüstung standzuhalten. Und so ist für mich die Beschäftigung mit der Kunst, mit der Malerei eben auch. Und dazu gehören diese Menschen alle, ob tot oder lebendig. Ja. Und wie geht man da ganz praktisch ran? Du hast so eine große Wand, dann hast du irgendwie viele Bilder im Kopf, manche als Vorlagen. Dann hast du die Möglichkeit, die klein oder groß zu machen. Wie kriegt man so ein Tableau aus dem Kopf und vielleicht auch aus Büchern oder so in dieser Komposition an die Wand? Wie arbeitest du da? Ehrlich gesagt weiß ich das selber gar nicht mehr so genau in dem Fall. Aber ich glaube, ich habe mir das so ein bisschen zurecht meditiert. Also ich meditiere viel und ich habe dann tatsächlich, also es sind keine Visionen, keine Sorge, aber ich sehe dann manchmal so, wie Dinge funktionieren könnten. Und da ich normalerweise überhaupt nicht konzeptionell arbeite, also eigentlich passiert immer alles auf dem Weg, den ich gehe, war das jetzt für mich schon eine Herausforderung, weil ich wusste, Mattia wünscht sich irgendwie eine Wandarbeit, weil wir das hier im Kunstverein öfter mal machen und ich das auch ganz schön finde, weil wo hat man schon mal die Gelegenheit, so eine große Wand zu bemalen? Und der Ort nimmt all die Arbeit auf sich, die Kosten, den Stress, den Aufbau, den Rückbau, das hat man nicht so oft, deswegen wollte ich das gern machen. Und dann hatte ich halt diese Idee mit dem geistigen Kollektiv. Und das ist alles freihand gezeichnet, also es ist nicht projiziert. Zum Teil hatten wir Vorlagen aus Büchern, die wir aber sehr frei übersetzt haben. Also es geht nicht um Exaktheit, sondern es ging auch um die freie Übersetzung. Und ich hatte erfreulicherweise auch 2 Studenten von mir dabei, von der Alanus Hochschule, die eigentlich Pädagogikstudenten sind, aber trotzdem tolle Zeichner. Und, heute Abend auch hier? Heute Abend nicht hier, aber ein paar andere sind da, auch tolle Studierende. Und ohne die hätte ich es auch nicht geschafft. Also, und was ich eben damit bei dieser Wandarbeit auch haben wollte, sind auch ein bisschen die unterschiedlichen Handschriften. Also gar nicht, dass nur ich das bin, die hier, sondern dass so mehrere am Tisch sitzen. Ja. Dann nächste Frage, warum Orange? Ja, also das Orange, über das wurde ich sehr viel gefragt. Ich glaube, das Orange ist, es ist nicht meine Lieblingsfarbe oder sowas, aber ich finde die Farbe interessant, weil die so ambivalent ist. Ja, also die ist im Buddhismus ist sie die Farbe der höchsten Erleuchtung. Es gibt sie aber auch als Warnfarbe. Sie kann auch stören. Die wenigsten Menschen tragen zum Beispiel Orange als Kleidung. Also sie hat so was Ambivalentes zwischen ganz heilige Farbe und ganz vielleicht auch abstoßende oder so. Ja, aufdringliche Farbe. Also ich merke, dass ich das Orange hier drin, gerade in der Kombination mit dem Gelb und dem Schwarz und dem Weiß, als sehr einladend und warm empfinde. Und das überrascht mich, weil ich tatsächlich, wenn man mich so fragen würde, denken würde, Orange verbinde ich mit lauter unangenehmen Marken. Ja. Ja, oder mit so 70er-Jahre-Architektur, wie wir sie da drüben sehen oder so. Ne? Da sieht man ja, wenn man da rausguckt, fast genau das gleiche Orange. Es wird aber hier verändert durch die Malerei. Ja. Also die Malerei und gerade das Pastell, die gibt so was Weiches rein. Pastell und Kohle ist ja was sehr, sehr Weiches, also was Samtiges. Ja, das wollte ich dich auch schon immer fragen. Hier malst du mit Pastell und Kohle und das machst du sowieso auch häufig. Also es würde sich vielleicht ein bisschen anbieten, das bei einer Wandmalerei zu machen, weil das irgendwie gut auf der Wand haftet und einigermaßen schnell ist und unkompliziert und so. Aber du arbeitest, das sieht man auch an Bildern hier, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, sehr viel mit Pastell. Woher kommt es? Warum dieses Medium? Also man muss ja immer mit seinen Fehlern irgendwie umgehen lernen, ja. Und ich habe in meiner langen Zeit, die ich male, so 25 Jahre jetzt oder so, eigentlich dann relativ schnell festgestellt, dass ich sehr gern male, aber nicht so gern mische. Und wenn man so ein leidenschaftlicher Ölmaler zum Beispiel ist oder Ölmalerin, dann muss man auch leidenschaftlich gern mischen, bis der Farbton stimmt. Und dann kommt man irgendwie eine Woche später ins Atelier und weiß überhaupt nicht mehr, wie man es gemischt hat. Und das macht mich verrückt. Ich will eigentlich immer sofort anfangen. Und mit Pastell kann man immer sofort anfangen.
Also die lassen sich auch schön mischen, aber die sind immer zugänglich, die haben immer kräftige Farben. Es ist auch so ein bisschen fast wie Farbstaub. Also das ist einfach angenehmes Material. Hier war es dann irgendwann nicht mehr so angenehm, weil wir so viel gemalt haben, dass wir irgendwann diese Sachen, die man so mischt, hatten wir dann so aufgeriebene Fingerkuppen, richtig. Also das war schon auch harte Arbeit. Die sieht jetzt so heiter aus, die Wand. Ja, aber die war schon stelle ich mir vor. Wie lange habt ihr dafür gebraucht? 4 Tage. Oh wow. Aber halt wirklich so mit 10 Stunden malen und so, ja, am Tag. Vielleicht machen wir mal einen Sprung ein bisschen in deine Biografie. In dem schönen Katalog gibt es ein Essay von dir, wo du einfach schreibst, wie du groß geworden bist. Und es lohnt sich wirklich zu lesen. Es ist wirklich schön geschrieben. Ich habe das mit großer Freude gelesen und ich mag auch sehr gerne, wie du aus so kleinen Dingen passieren, kommen wir vielleicht gleich dazu, was deine Mutter mit schmutzigem Geschirr gemacht hat, daraus etwas ableitest, was größer ist. Also war wirklich eine große Freude. Und du sagst gleich am Anfang, und ich glaube, das ist ein super Einstieg in deine Biografie, dass du zwischen Esoterikern und Spionen groß geworden bist. Ja, das ist ein bisschen knalliger Einstieg, ähnlich wie das Orange hier in diesem Raum. Ja. Ich mag große Intros, Das ist gut. weil ich selber eigentlich immer gerne gepackt werde sofort. Und dann darf es, also ja, auf jeden Fall, das Spionen, ich meine, eigentlich waren es Spitzel, aber ich meine, im Prinzip ist das ja das Gleiche. Ich bin im Osten aufgewachsen in so einer Pension am See und das waren eigentlich so eine Art Aussteigerfamilie, die so eigentlich nicht wirklich in dieses System gepasst hat. Also es ist eine Geschichte über den bunten Teil vielleicht der DDR, der nicht so oft erzählt wurde. Es ist eine Nischengeschichte, die ich aber vielleicht genau deshalb auch wichtig fand. Also eigentlich waren das aus heutiger Sicht gesehen so ein paar Hippies am See, die nachts Rilke-Gedichte gelesen haben und Angst vor Strahlungen hatten und nackt baden waren. Und die haben sich alle in der Pension deiner Eltern getroffen. Genau, die haben, also alle, die so irgendwie so ein bisschen andersdenkend waren im Osten, haben da Urlaub gemacht. Also alle weiß ich jetzt nicht. Ne? Mein Bruder, der ist auch hier, der ist älter als ich, der weiß das vielleicht besser, der hat auch vielleicht ganz andere Erinnerungen, aber der hat den Text auch noch nicht gelesen, Gott sei Dank. Er liest gerade drin. Okay. Ich erzähle natürlich aus meiner Erinnerung und wie wir wissen, ist Erinnerung ja auch was Flüchtiges. Ein Großteil dessen, also ich war 11, als die Mauer fiel, das sind einfach so blitzhafte Bilder, über die ich auch berichte. Und meine Mutter war sicherlich eine sehr prägende Figur für mich, weil sie, glaube ich, diejenige war, die die Kunst in unsere Familie gebracht hat. Also zwar nicht die Malerei, aber Theater, Literatur, das hat sie sehr interessiert. Und sie lebt nicht mehr, deswegen spreche ich in der Vergangenheit. Die Kunst war für sie genauso wichtig wie Ärztin sein oder Rechts. Also ich bin so aufgewachsen mit dem Glauben, vielleicht auch Irrglauben. Manchmal denke ich, dass die Kunst wirklich genau den gleichen Stellenwert hat. Das war dann auch ein bisschen ein Schock, als ich ins Leben trat und merkte, ach, ganz so stimmt das vielleicht auch nicht. Das ist lustig, glaube ich, das verbindet uns. Meine Mutter war nämlich meine Mutter lebt noch, aber sie lehrt natürlich nicht mehr. Die war Kunstlehrerin an der Schule. Ja. Und das war auch so. Kunst war ganz wichtig und immer da. Elementar. Und ja, gehörte irgendwie so zum Leben dazu. Und ich war auch total verblüfft, dass es nicht überall so ist. Mir schien das irgendwie total selbstverständlich, dass es überall Kunst gibt. So. Deine Mutter hat einerseits die Kunst dahin zu dir gebracht und auf der anderen Seite, wir haben jetzt noch gar nicht beschrieben, wo das genauer ist. Das ist einerseits ein berühmter Roman von Tucholsky, ist dort geschrieben worden. Und dann gab es noch allerlei Verbindungen wirklich zu den berühmtesten Künstlerkolonien Deutschlands überhaupt. Sag doch mal ein bisschen was dazu. Genau, also das Haus wurde gebaut, ich weiß nicht, wem das was sagt hier, von einem der Landschaftsgärtner und Architekten in dieser Worpsweder Künstlerkolonie, Karl Max Schwarz. Und als ich den halt recherchiert habe, habe ich dann festgestellt, der war auch mit an der Gestaltung von dem Goethe-Arnum-Garten dabei in der Schweiz, dieses berühmte Enklave der
AnthroposophInnen und das ist einfach kulturhistorisch enorm interessant. Ich habe das natürlich später erst alles verstanden. Das ist ein ganz besonderes Haus auch, das ist auch architektonisch. Gibt es das heute noch? Das gibt es noch, ja. Ich habe es jetzt so ein bisschen verschleiert und geheim gehalten, obwohl ein Foto drin ist, weil ich nicht weiß, wie die heutigen Besitzer darauf klarkommen. Die hatten verstehe. Ja, so. Also es ist bei Schloss Rheinsberg? Das ist in Rheinsberg, ja, ein bisschen also nicht im Zentrum. Genau. Wunderschöne Idylle und irgendwie haben wir es geschafft, so ein bisschen unter dem Radar dieses Staates zu bleiben, wobei wir eben gleichzeitig auch beobachtet wurden und ich habe dann danach recherchiert und in der Stasi-Akte meines Vaters gelesen und wenn Sie hier mal reingehen, links und rechts hängen auch Stasi-Akten, die habe ich aber übermalt und da sieht man auch bei einer, dass man zuerst unsere Familie gar nicht finden konnte, weil es gibt keine Straßennamen, wir waren nicht gemeldet und so weiter, also das ist schon alles so. Ja, und irgendwie haben die sich da so durchgewunden und ihr individualistisches Leben da gelebt. Ja. Und du beschreibst auch so ein bisschen, was Sie festgehalten Sie waren sich irgendwie nicht so sicher, was Ihr Einfallstor war, wenn Sie deinen Vater beobachtet haben. Und dann dachten Sie, vielleicht ist das, worauf Sie sich konzentrieren müssen, das Vegetarische. Ja, genau. Ja, da steht dann, also diese Akte, mein Vater ist jetzt 85 und sieht fast nichts mehr. Und meine Schwester hat ihm die Akte vorgelesen und die beide lagen wirklich unterm Tisch vor Lachen, was man ja jetzt erstmal bei einer Stasi-Akte nicht so denkt. Weil die dann wirklich so was schreiben wie, ja, in dieses Heim fährt man wahrscheinlich nur zum Abnehmen, weil da gibt es nur vegetarische Küche. Ja? Oder man nannte es auch Hungerheim, ja, zum Beispiel. Oder, also das ist ganz viel kuriose Sachen stehen in dieser Akte und ja, natürlich ist es trotzdem bedrohlich, weil man merkt, wie nah die dran waren. Ne? Also das Lachen gefriert einem auch manchmal so dann im Gesicht, weil man merkt, oh Mist, ja, dann müssen die ja auch da gewesen sein. Also, ja. Und haben die zum Teil auch Sachen aufgeschrieben, an die ihr euch gar nicht mehr erinnert habt? Ich kenne das, ein Kuriosum dieser Stasi-Akten ist ja gerade im Kunstbetrieb, dass manche Kunstaktionen aus der Zeit zum Beispiel nur überliefert sind, weil die Stasi das beobachtet hat oder auch in anderen Ländern gab es das auch und dass darüber aufgezeichnet worden sind. Teilweise gibt es auch Filme und sowas, die eben auf geheimdienstliche Aktivitäten zurückgehen, wo dann meistens nicht viel weiter gemacht werden konnte, aber die haben praktisch unwillentlich so eine Art Archiv erstellt, was heute wiederum auch aus anderen Gründen interessant ist. War da was drin, wo ihr selbst verblüfft wart und gesagt habt, ach ja, genau? Da kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern. Also müsste ich auch noch mal meine Schwester fragen, die hat das noch ein bisschen genauer studiert als ich. Ich habe mir halt so Highlights rausgepickt, mit denen ich dann weitergearbeitet habe. Ich bin ja keine Wissenschaftlerin, ich kann ja so ein bisschen... Deine Schwester ist Wissenschaftlerin? Nee. Aber ein Wissenschaftler würde damit anders umgehen, also genauer, präziser. Ich packe mir immer so Sachen raus, die mich erstmal interessieren. Zum Beispiel habe ich die Stasi-Akten, die hier hängen, auch aus formalen Gründen zum Teil rausgesucht. Ja, also die eine, die da rechts hängt, die ist, da steht ja das Tu, was du willst drauf und das ist einfach nur ein Briefumschlag. Den fand ich halt als Bild schön. Und dieses Tu, was du willst, ist dieses Emblem aus der unendlichen Geschichte, was der Protagonist trägt. Und das ist ja ein auch zweifelhafter Wunsch, tu, was du willst. Ne? Also auf einer Stasi-Akte ist es klar, dass es eine Spannung gibt, aber gleichzeitig, wenn wir alle tun würden, was wir immer wollen, wissen wir alle, dass das nicht gut gehen würde. Ja. Es gibt von der inzwischen auch Wissenschaftlerin, von Lea Ypi, die in Albanien groß geworden ist, gibt es eine sehr lustige Autobiografie, wo sie beschreibt, dass ihre Eltern sie eben, die anders gedacht haben, sie nicht eingeweiht haben, aus Angst, dass sie als Kind sie verraten könnte. Hattest du das Gefühl, du hast ja vielleicht auch nachher mit deinen Eltern gesprochen, dass die Sachen vor euch versucht haben zu verheimlichen oder gab es ein Gefühl der Sicherheit, dass man dachte, wir haben hier einen Ort gefunden, da kommt wahrscheinlich keiner raus oder unser Leben ist für uns interessant und voller Möglichkeiten, aber doch nicht interessant genug, um, dass da interveniert werden könnte oder so?
Also ich erinnere mich, das lasse ich ja auch in dem Text so ein bisschen durchklingen, schon an auch so brenzliche Momente, wo ich gemerkt habe, meine Eltern sind im Stress jetzt gerade. Also zum Beispiel kann ich mich an eine Situation erinnern, wo meine Mutter Michael Ende und Astrid Lindgren Bücher versteckt hat, ganz schnell, ganz plötzlich. Was kurios ist, weil gerade Michael Ende hat ja mit Momo auch so ein antikapitalistisches Buch eigentlich geschrieben. Aber ich weiß auch, dass zum Teil diese Bücher nicht gern gesehen oder verboten waren. Vielleicht, weil sie eben zu bunt und freiheitlich waren, ich weiß es nicht, oder Michael Ende vielleicht zu Fantasy-mäßig. Also an sowas kann ich mich schon erinnern, wo ich merkte, huch, jetzt war doch eben alles gut und jetzt plötzlich passiert irgendwas, was komisch ist und auch ein bisschen bedrohlich. Also ich weiß, dass ich mit meiner Mutter auch mal, bin ich mal an der Berliner Mauer lang gefahren, wir waren irgendwie in Berlin, keine Ahnung, und da habe ich gefragt, was ist das? Und dann weil wir nur noch Mauer gesehen haben, und dann hat sie mir auch plötzlich den Mund zugehalten. Ja. Und das ist ja ein bisschen übergriffig, solche Sachen hat sie eigentlich sonst nicht gemacht. Ja. Und das merkt man natürlich als Kind, dass jetzt hier irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, sonst haben sie schon auf ihre Art, ich sage ganz bewusst auf ihre Art, versucht uns auch Sicherheit zu geben. Ja. Aber das klappt ja in so einem Haushalt nur bedingt. Ja. Also. Du hast gerade Michael Ende erwähnt. Über Michael Ende haben wir uns tatsächlich kennengelernt, weil ich mich auch mal vor langer Zeit, vor 15 Jahren, wahrscheinlich noch mehr, sagen wir fast 20 Jahre. Eine meiner Top 10 Lieblingsbücher, das muss ich jetzt kurz einfügen, ist Darwins Jim Knopf von Julia Voss. Das habe ich wirklich vielleicht 5-mal gelesen. Das ist so ein kleines Heftchen, kann man schnell wegknuspern. Und da schreibt sie so ganz, ganz schön und liebevoll über den Jim Knopf und weist eigentlich nach, dass der ein reales Vorbild hatte. Nämlich, dass bei Darwin auf dem Schiff ein kleiner Junge mitgereist ist, der heißt Jamie Button. Und dass Michael Ende eigentlich den Stoff verwendet hat für sein Kinderbuch, was man lange nicht wusste, weil er hatte ja auch so... ja, eigentlich trittst du auch den Beweis an, dass es ein antirassistisches Buch ist. Also das wurde ihm ja auch eine Zeit lang vorgeworfen, dem Michael Ende, dass er so rassistische Elemente drin hat, weil er das N-Wort benutzt in dem Buch, aber tolles Buch. Also an meine Studenten haben wir auch in der Bibliothek in Mannheim. Du hast es schon erzählt, Michael Ende gab es auch bei euch schon in der DDR. Er ist jetzt auch hierher gekommen. Im Grunde ist es eine ungewöhnliche und vielleicht auch fast mutige Sache, denn eine Sache, die Michael Ende immer sehr auf die Füße gefallen ist, dass er eben Kinderbuchautor war. Er hat immer gesagt, ich schreibe nicht für Kinder, ich schreibe für Menschen, und das lesen Erwachsene und Kinder und jeder ist herzlich eingeladen. Hast du da Berührungsängste teilweise mit Kinderbuchliteratur, oder kannst du verstehen, dass Michael Ende da tatsächlich richtig bitter drüber geworden ist? Der ist ja sogar nach Italien gezogen und ist so raus aus Deutschland. Und der hatte es aber auch nicht leicht. Der war ja in dieser Nachkriegsgeneration und da war in Deutschland Fantasy oder fantastische Literatur den Menschen sehr suspekt, wahrscheinlich wegen der Vergangenheit. Und weil man auch gesagt hat, ja, das verzieht die Kinder zu unrealistischen Menschen oder sowas. Michael Ende hat aber gleichzeitig immer gesagt, er führt über die Fantastik näher an die Wirklichkeit ran. Er will gar nicht wegführen, und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und wenn wir uns gute, fantastische Literatur oder Malerei oder Filme anschauen, merken wir auch immer, das ist nicht einfach nur Hollywood, Bling, Bling, Laserschwerter oder sonst was, sondern die haben immer, also wenn es gute sind, auch Herr der Ringe, immer eine tiefer liegende Botschaft. Und Michael Ende liegt hier dieser Ausstellung zugrunde, weil der Protagonist aus der unendlichen Geschichte ist ja eigentlich jemand, der von einem lieben, neugierigen Jungen sich hin entwickelt zu einem eher machtgierigen, fast größenwahnsinnigen Kind. Also das ist für wer kennt denn die unendliche Geschichte nicht? Oh wow. Dann wissen das ja alle. Also der ist ja der Bastian Balthasar Buchs fängt ja so ganz harmlos an, und im Zuge dessen, dass er dann Phantasien retten soll, wird und alles tu, was du willst, dieses Emblem trägt und wirklich alle seine Wünsche sich erfüllen, wird er so gegen Ende des Buches auch ein bisschen machthungrig. Und das ist natürlich, finde ich, das ändert sich dann wieder, aber das ist einfach eine Geschichte, die ist zeitlos und die passt so unfassbar gut auch in diese Zeit jetzt, finde ich. Also wenn man sich mal anguckt, also Donald Trump
könnte ja wunderbar eine Figur aus Game of Thrones sein. Ja? Ohne Probleme, der bräuchte nur andere Kleidung. Ja? Und also... Ja, na, absolut. Ja. Und das ist, weil, also gute Fantasy, gute fantastische Literatur ist für mich eine Brücke, die Fantasie zu weiten, den Horizont zu weiten, über den Ist-Zustand hinauszutreten. Also wir sind ja nun mal die ganze Zeit in diesem Alltag. Ja? Wir finden keinen Parkplatz, der Zug kommt zu spät. Meine kamen übrigens alle pünktlich heute. Ich muss die Bahn verteidigen. Ja, das stimmt. Also wir sind die ganze Zeit eigentlich mit diesen Dingen beschäftigt und in der fantastischen Literatur dürfen wir abschweifen und woanders hinreisen mal. Ja. Wir haben schon über Kreidezeichnungen gesprochen. Du hast aber noch ein Medium hier reingebracht oder mindestens zwei, nämlich zum einen deine Bücher und Glasmalerei. Wie muss ich mir das vorstellen? Diese Glasmalerei, das ist wie bei Kandinsky und Münter Hinterglasmalerei oder wie funktioniert das? Ja, ein bisschen. Ich habe ein bisschen mehr noch getrickst als die beiden. Also bei mir ist es Acrylglas, das ist ja eher so ein postmoderne Produkt. Das ist eingefärbtes Acrylglas, das ist so eine Referenz auch an Kirchenmalerei, die ja, also an zum Beispiel gotische Kathedralen, die sind ja immer die Gläser eingefärbt. Hört ihr eigentlich alle gut? Ja? Ich mach mal so, vielleicht. So ist gut? Ja? Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Farbige Gläser. Eingefärbte Gläser in Kirchen. Genau, und also das ist für mich so eine Mischung aus Science Fiction und sakraler Malerei. Aber ich male da auf Holzplatten, auf MDF-Platten, auf Leinwände und dann male ich oft noch auf dem Glas und dann installiere ich die so übereinander. Da ist bei allen immer so ein Abstand dazwischen? Oder? Ja. Aha, weil das, also wo ich es klar gesehen habe, ist bei diesen graustufigen, dass da ein Abstand dazwischen ist. Aber zum Beispiel bei dem hier, dem Orangen, ist es auch so? Gibt es da auch einen Abstand dazwischen? Da gibt es auch einen Abstand, aber da ist nur das Glas eingefärbt, da ist das Glas nicht mehr bemalt. Aber durch diese Färbung hat man ja wie nochmal eine Farbschicht und dadurch wirken diese Bilder auch so dreidimensional, wenn man vor denen steht. Also die haben nochmal so eine andere Ebene als normale Leinwandmalerei. Und die sind ambivalent, weil sie auch so schräge Farben haben, aber sie sind eben auch irgendwie anziehend. Ja, die sind eigentlich in so einem ganz normalen Atelierprozess entstanden. Also ich habe mal so Acrylglas, ich arbeite in Berlin auf so einem ganz großen Atelierhof und da habe ich mal welche am Uferhallen. In den Ufern. Du hast so einen ganz großen und dann das Wort habe ich nicht verstanden. Atelierhof. Aha, wo mehrere Ateliers sind. Wo richtig viele Ateliers sind, so 70 Ateliers oder so. Und da habe ich farbige Acrylgläser gefunden und habe die dann mal so mit ins Atelier geschleppt und dann diese Bilder angefangen. Also so fängt bei mir eigentlich vieles an, eher aus so Zufallsprozessen. Du hast die sehr großen Formate und diese ganz kleinen Formate. Und die kleinen Formate, würde ich sagen, sind zum Teil auch Acrylfarbe, oder? Oder sind die auch alle Kreide? Die sind Öl, Kreide, Acryl, die sind alles Mögliche. Das sind Bilder, die habe ich zum ersten Mal in London gemalt. Ich habe mal ein paar Monate in London studiert. Und wie das damals so war und auch heute noch so ist, hat man in London wahnsinnig wenig Platz, ja, weil alles unglaublich teuer ist. Und mein Atelier war wirklich ungelogen vielleicht 5 Quadratmeter. Und ich fing dann an, ich kam aus Berlin, damals hatte man in Berlin als Studentin noch Riesenateliers im Vergleich, ist heute auch nicht mehr so. Und ich war geschockt, ja, und ich dachte, okay, was mache ich jetzt? Entweder ich werde Konzeptkünstlerin und arbeite nur noch mit dem Computer oder ich schrumpfe mein Format. Ah, okay. Ich wollte nämlich gerade fragen, was bestimmt, also weißt du morgens sofort, oder vielleicht bist du ja auch niemand, der morgens malt, wann fängst du an zu arbeiten und weißt du von Anfang an, was du heute machen wirst? Und weißt du, ob du klein oder groß malen wirst? Oder ergibt sich das im Prozess oder ist es immer ganz unterschiedlich? Ich interessiere mich irgendwie ich mag immer gerne hören, was andere Leute so für Routinen haben oder ob sie die überhaupt haben oder immer versuchen, eine zu bekommen, aber nie eine hinkriegen oder dauernd wechseln. Wie ist das bei dir? Da bin ich ungefähr auch oft. Ja, Man ringt immer um seine Routinen. Ich ringe um Routinen, aber ich kann mich einfach nicht an Konzepte halten. Das ist ganz schlimm. Und ich habe es auch jetzt irgendwann mal aufgegeben. Also ich lebe jetzt damit, dass sobald ich
es könnte sogar sein, wo ich das jetzt ausspreche, dass ich die nächste Zeit konzeptionell arbeite, genau deswegen, weil ich mich an meine eigenen Aussagen diesbezüglich nicht so gut halten kann. Okay, aber was ich habe, ist, ich arbeite sehr, sehr früh total gerne. Und das ist ja, was ich sehr, immer... Sehr früh ist, zeitlich gesehen? So 5 stehe ich auf und fange an zu arbeiten. Das ist sehr, sehr früh. Ja. Ich weiß, das ist auch ungewöhnlich für KünstlerInnen, das wird mir auch immer wieder gespiegelt, weil da ist ja die Nacht immer so heilig. Bei vielen Künstlern hat man so eine romantische Idee, dass man in der Nacht dann die tollen Inspirationen hat, wobei 5 ja auch vielleicht noch fast Nacht ist. Ich mag einfach den Morgen, ich mag, wenn der Tag beginnt, wenn alle Möglichkeiten noch da sind, wenn die Sonne aufgeht, wenn es noch so gut riecht, wenn man das Fenster aufmacht. Gerade in Berlin liebt man das, wenn es mal gut riecht. Ja, und die Stille morgens. Und die Stille, ist noch alles so aufgeräumt und draußen. Okay, also du bist um 5 schon im Atelier oder stehst auf um 5? Das versuche ich und die Skizzenbücher sind auch viele davon so entstanden, dass ich quasi aufstehe und noch im Schlafanzug zeichne. Also im Bett? Nee. Astrid Lindgren? Das würde Susanne verbieten. Okay, verstehe. Weil dann ja die ganze Pastell und Kreide und so, das ist zu schmutzig. Und vielleicht auch zu nervig, wenn jemand daneben schläft. Und man immer so genau. hört. Astrid Lindgren, ich frage, weil Astrid Lindgren, die du vorhin auch erwähnt hast, tatsächlich die meiste Zeit ihres Lebens auch in einem Verlag gearbeitet hat, aber ihre Bücher morgens im Schlafanzug im Bett geschrieben hat. Ich weiß, die war so fleißig. Und da denke ich immer, da will ich hin. Ja. Verstehe ich total. Und Astrid Lindgren ist sowieso meine große Heldin, auch in Anbetracht ihres unfassbaren Fleißes. Die hat ja, glaube ich, auch noch einen Fulltime-Lektoratsjob gehabt und hat diese Unmengen fantastischer Bücher geschrieben und hatte Kinder und ja, unglaublich, die Frau. Ja. Also, diese Bücher, die wir da gesehen haben, die entstehen in der Größe wahrscheinlich eher zu Hause und die kleineren sind vielleicht auch Bücher, die du mitnimmst unterwegs. Genau, so ganz kleine nehme ich auch mit auf Reisen oder überall. Also ich bin ein großer Fan von Skizzenbüchern geworden, nochmal verstärkt in der Pandemie. Also ich habe die davor schon benutzt, aber in der Pandemie war es so, in diesem eingeschränkten Raum, den man da hatte das Skizzenbuch auf einmal so eine Größe oder wie so Mini-Ausstellungen konnte man machen oder einfach alles verändern. Also es war so beweglich im Gegensatz zu allem anderen. Und seitdem mache ich die eigentlich kontinuierlich und habe das auch mit in meine Lehre ganz stark mit reingezogen und habe fast sowas wie eine kleine künstlerische Forschung, ist vielleicht zu groß gesagt, aber ich beobachte das sehr stark, wie man über so Skizzenbücher auch ein Vokabular anlegen kann. Also viele der Dinge, die ich im Skizzenbuch zuerst probiert habe, sind dann auch in diesem Wandbild gelandet zum Beispiel. Also viele von den Ornamenten oder diese großen Fledermäuse, das ist auch übrigens Fledermäuse waren ja in der Pandemie täglich Thema und in meinen ersten Skizzenbüchern sind die dann halt auch drin. Also das Vokabular, was ich mir anlege über die Skizzenbücher, taucht jetzt hier wieder auf und taucht dann auch wieder in den anderen Serien auf. Vokabular finde ich ein gutes Stichwort. Als Kunsthistorikerin, die sich eben auch Kunstgeschichte anschaut, ist natürlich das große Thema der beiden Deutschlands, ist Ost und West, ist abstrakt und figürlich. Das ist praktisch jedenfalls für alle Kunsthistoriker der 50er, 60er Jahre das Wichtige und dann immer wieder die Behauptung, man dürfe das eine oder das andere nicht. Und dann gibt es in den 80er Jahren diese starken figürlichen Bewegungen im Westen und natürlich gibt es aber auch im Osten, wie Glöckner oder so, Leute, die auch abstrakt gemalt haben. Aber sozusagen, man kann lange Zeit, was man macht, muss man immer ganz deutlich sagen, auf welche Seite man sich stellt oder warum man es gerade nicht macht. Das ist bestimmt eine Generationsfrage. Gleichzeitig ist es auch ein bisschen so, man wird ja in der Kunstwelt groß. Ist das für dich ein Thema oder nie gewesen? Ja doch, die Diskussion, die kriegt man ja automatisch auch eingeimpft, wenn man Kunst studiert, Malerei studiert. Vielleicht sagst du auch mal ein bisschen, wo du Malerei studiert hast. Ich habe in Berlin-Weißensee Malerei studiert, 6 Jahre Regelstudienzeit mit Meisterschülerin.
und in London ein paar Monate am Chelsea College of Art. Und natürlich diese Diskussion, bist du jetzt nun abstrakte Malerin oder figurative oder was, kleine Bilder, um Gottes Willen, gehen gar nicht. Das war bei mir noch so, man musste große Bilder malen, sonst hat man überhaupt keine Stimme bekommen. Also mein erster Prof hat zu den Bildern gesagt, ja, da stolpert man ja drüber. Ja? Also die hatten gar keine Bedeutung. Und ich habe mich aber jetzt zunehmend bewusst darüber hinweggesetzt, weil ich einfach beide Richtungen total spannend finde. Und es gibt bei mir wirklich super, super figurative, gegenständliche Arbeiten, noch stärker als die. Und es gibt ganz, ganz abstrakte. Und ich nehme mir das auch einfach jetzt heraus, weil ich die Diskussion auch ein bisschen leid bin. Ich finde beide Richtungen toll. Und beides hat Potenzial, entwickelt zu werden und bereichert sich auch gegenseitig. Und außerdem liebe ich Malerinnen und Maler, die damit schon mit dieser Vielfalt schon gearbeitet haben, wie zum Beispiel David Hockney oder Lee Krasner oder andere, die auch so immer dazwischen sind, so ein bisschen, oder beides probieren. Kannst du das für dich beschreiben? Was sind die Möglichkeiten und Freiheiten und Stärken der Abstraktion, wenn du sie benutzt? Und was sind die Möglichkeiten, Freiheiten und Stärken des Gegenständlichen? Also das Gegenständliche ist erstmal schwieriger, finde ich, technisch und auch sobald ich eine Katze auf dem Bild male, das heißt Bulgakows Katze, das ist nach dem Meister und Margarita entstanden, fragen alle, warum malst du diese Katze? Ja? Und dann muss das eine Bedeutung haben. Und außerdem muss ich ja auch erstmal die Katze schaffen zu malen und so weiter. Also es ist... Was macht denn nochmal die Katze? Ich erinnere mich nur an den kommt mit dem Kopf, der da irgendwie in so einer Kiste oder so auftaucht. Die kommt mit dem Mephisto in die Stadt, glaube ich. Das ist ein schwarzer Kater. Okay. Der ist auch auf vielen Buchcovern drauf, ganz toll. Okay. Ja. Überhaupt ist das ja ein Buch, was die schönsten Buchcover hat. Wirklich? Ja, ganz viele verschiedene. Ja. Okay. Und die abstrakte Malerei wird schnell heute willkürlich, finde ich. Also wenn man abstrakte Malerei auf Instagram zum Beispiel anschaut, da kann man es zum Teil nicht mehr sehen, weil es so ein Farbfleck nach dem nächsten und es ist so total austauschbar. Das ist vielleicht die Gefahr bei abstrakter Malerei, dass sie schnell schon 100-mal gesehen aussieht und natürlich auch zum Teil schlicht einfacher zu machen ist. Also ein gutes abstraktes Bild dann wieder nicht, aber letztendlich, wenn du einfach den Farbeimer umkippst auf ein Bild und dann ist das ein schöner Fleck, hast du ja schon ein abstraktes Bild. Das ist aber auch das Tolle daran, das ist auch die Befreiung. Das ist ja auch was sich viele wiederum nicht trauen, gerade wenn sie anfangen zu malen oder so. Bei deinen Abstraktionen habe ich das Gefühl, arbeitest du auch viel mit, oder was heißt viel, du arbeitest auf alle Fälle mit Zufällen und Sachen, die durch das Material und durch die Technik entstehen. Oder sehe ich das falsch? Ja. Ganz stark. Also ich arbeite extrem prozesshaft. Übrigens auch beim Schreiben, wenn ich mal was schreibe oder bei so meinem Leben. Also Dinge, die mir begegnen, die landen dann entweder im Atelier oder nicht. Deswegen ist das, was du gefragt hast, auch so, weißt du morgens schon, ob du ein kleines Bild malst oder ein großes, das weiß ich nicht. Und ich finde genau das unglaublich Schöne an der Atelierzeit, dass ich einfach nicht weiß, was ich morgens, also den Tag tun werde, sondern das so kommen darf. Und ich werde auch mittlerweile, verbiete ich das sogar regelrecht, dass mich das jemand fragt. So. Also meine Frau Susanne im Atelierhof, weiß das. oder? Ja, die fragt das nicht mehr. Wenn ich einen Ateliertag habe und mich fragt jemand, was machst du heute, dann kriege ich schlechte Laune, ja. Oh, okay. Weil das ist ja genau diese Zeit, wo das mal passiert. Wo das entstehen muss. Weil sonst haben wir in unserem Alltag, wissen wir immer, was wir... Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht schlechte Laune gemacht. Nein, ich mal ja gerade nicht. Okay, und es ist Abend. Gar nicht, genau. Verstehe. Eine Sache, die ich immer gerne mache bei Gesprächen, ist, dass es auch die Möglichkeit gibt, nicht nur am Ende, sondern auch zwischendrin, falls jemand eine Frage hat oder so, das hier auch reinzuschießen. Falls das gewollt wird, ja, und jemand mal zwischendrin was sagen möchte, sehr ist gerne, das auch möglich. Mich würde interessieren, wie geht Sie mit der Tatsache um, dass dieses Werk in absehbarer Zeit verschwinden muss? Gute Frage, ja. In dem Fall jetzt finde ich es ein bisschen schade, bin ich ein bisschen traurig. Ja. Ja. Aber
Ich habe das auch schon, also ich habe an anderer Stelle jetzt noch nicht so groß und so ausführlich wie hier, aber in Berlin auch schon Wandarbeiten gemacht, dann ist es auch gut. Dann, die hatte ihre Zeit wie ein Theaterstück, die hatte ihren Auftritt und dann ist es auch okay, wenn sie geht. Hier ist jetzt tatsächlich, weil auch so viele dran mitgearbeitet haben und weil meine Finger geblutet haben und so, habe ich ein bisschen kleine Wehmut, aber ich finde es auch total in Ordnung, weil die ist für diesen Raum entstanden und für diesen Zeitraum und das ist wie ein gutes Gespräch oder wie ein schöner Abend, der muss irgendwann mal aufhören. Ja, also das ist so. Wie wirst du das dokumentieren? Oder du hast es bestimmt schon dokumentiert? Wir haben das gut dokumentiert von dem tollen Studio Kelamo in Berlin, die ganz, ganz schöne Fotos machen, die auch diese tolle Animationseinladung gemacht haben. Okay. Die haben das fotografiert, ja. Da sind auch in dem Buch wirklich, finde ich, sehr, sehr schöne Fotos drin. Ja. Okay. Gibt es noch Fragen? Sonst noch Fragen? Oder Kommentare? Ich habe auch meinen Studenten versprochen, dass wir nur eine Stunde reden, also genau. Meinen Studierenden, Entschuldigung an die Frauen. Ja, also. Sonst frage ich einfach weiter. Ich habe hier jede Menge Fragen. Ich kann hier einfach immer weitermachen. Ich dachte nur, weil ich manchmal die Vorstellung vielleicht unangenehm finde, dass Menschen hier sitzen und denken, ich würde so gerne das fragen, warum fragt sie das nicht? Und dann können sie es einfach selber schnell tun. Du hast es vorhin schon gesagt, du bist über die Spione haben wir ein bisschen länger gesprochen, über die Esoteriker haben wir eher kurz gesprochen. Es gibt manchmal, also zum Beispiel auch das Medium Kreide und Glas, beides, ist auch etwas, was mich, und vielleicht ist es nur meine Assoziation, aber auch an den Rudolf Steiner Kosmos erinnert. Weil das tatsächlich, also es gibt diese dramatische Geschichte, Rudolf Steiner gründet eben dieses anthroposophische Zentrum in Dornach, lauter Künstler arbeiten mit, vor allen Dingen beim ersten Goetheanum, was aus Holz ist und dann abbrennt, und diese Künstler kriegen relativ genaue Aufträge von ihm, wie das auszuführen ist, er nennt sie auch seine Hände, und da gibt es von einem Künstler, Baron Rosenkranz, gibt es eine relativ dramatische, er nimmt Steiner nicht übel, aber gibt es eine relativ dramatische Schilderung, wie Steiner sagt, alles wieder runter, ihr müsst es neu machen. Und tatsächlich hat er ja eine starke Vorliebe für dieses, von so Farben, die ineinander übergehen, keine harten Umrisslinien und eher sowas Schwebendes. Ist für dich Steiner mit seiner Kunstauffassung wichtig? War der bei euch präsent? Also in meiner Familie bei meinen Eltern war der super präsent. Ja. Das kann man jetzt finden, wie man will. Ich finde es auch nicht nur gut, aber ich weiß nicht, das hier ist schon für Steiner ziemlich krass. Also das würde er nicht machen, glaube ich. Aber natürlich, ich finde seine Wandtafelzeichnung unglaublich charmant und schön. Also die haben so eine Leichtigkeit. Letztendlich war er kein wirklich guter Maler oder Zeichner, auch wenn man die Skizzenbücher anschaut. Die sind also unfassbar, auch dilettantisch zum Teil und haben trotzdem einen Charme. Also das ist eben bei ihm das Phänomen, dass er die Sachen ja alle benutzt und dann trotzdem irgendwie in so eine Fassung bekommt, die interessant ist. Ich glaube, ich kann mich gar nicht erwehren, dass er irgendeinen Einfluss auf mich hatte. Aber ich würde jetzt nicht, ich bin nicht Anthroposophin oder ich mag auch so Labels nicht. Ja. Ich würde mich so nicht bezeichnen, aber diese ganze Welt um ihn herum, die finde ich schon sehr interessant, wenn sie eben nicht dogmatisch wird. Ne? Also wenn wir jetzt nur noch mit organischen Formen arbeiten dürften oder nur noch mit Pflanzenfarbe, wobei das jetzt mit dem Klimakatastrophe natürlich schon wieder sehr aktuell wird. Ne? Aber ich finde auch um die Theosophie herum sind einfach unglaublich tolle Künstlerinnen entstanden und die sich eben mit dem Phänomen beschäftigt haben und wo man eben das Gefühl hat, dass die gerade dadurch, dass die sich mit geistigen Welten und mit Dingen, die wir nicht verstehen, beschäftigt haben, auch so interessante Kunst gemacht haben. Also es ist eben Kunst, die nicht nur so einen nackten, schnöden Realismus darstellt, sondern so eine Sehnsucht des Menschen auch nach einer anderen Welt. Und das kann schon sehr spannend sein. Wenn es eben nicht so mit erhobenem Zeigefinger und so dürfen wir nur alle leben und so ist. Ne? Das Dogmatische ist
sicher eine Sache, mit dem ich auch Schwierigkeiten habe. Das andere ist natürlich auch eine historische Schwierigkeit. Wir wissen, dass die Protestanten sich sehr für den Nationalsozialismus irgendwann erwähnt haben. Nicht alle, aber doch eine große Mehrheit. Und wir wissen auch, dass die Anthroposophen, obwohl sie als Gesellschaft verboten worden sind, auch Verbindungen zu den Nationalsozialisten hatten. Wir wissen auch, dass es von Steiner auch Schriften gibt, die wir heute, glaube ich, nicht mehr lesen können. Also jedenfalls nur noch historisch und nicht guten Gewissens, weil sie rassistisch sind, weil sie antisemitisch sind. Du schreibst es auch in deinem Text. Hast du das Gefühl, wenn man Steiner sagt, muss man das auch dazu sagen oder es ist nicht notwendiger Teil dieses Kosmos oder wie ist da für dich die Verbindung? Doch, das ist notwendig. Das muss man auch besprechen. Das muss auch noch mehr aufgearbeitet werden. Also auch ich unterrichte ja an der Alanus-Hochschule, die ja sich selbst nicht als anthroposophische Hochschule sieht, aber zumindest einen Gründungsimpuls da hat. Und da muss man sich damit beschäftigen. Interessant ist bei dem Diskurs um Steiner immer, dass es bei ihm sofort kommt, während das bei Hegel, Fichte, Kant, die auch alle diese Elemente, also auch stark rassistische Elemente in ihrem Werk haben, nicht gleich genannt wird, sondern eher die Sachen, die auch gut waren. Also Steiner hat auch schon sehr spannende Dinge gemacht und auch sehr, also zum Beispiel in dem ganzen Waldorf-Schulbewegung, in der Literatur finde ich nichts Rassistisches, sondern da geht es immer um Kinder aus der ganzen Welt, die dort und Arbeiterkinder und alle sollen mitgenommen werden. Aber es gibt auch die andere Seite und die muss aufgearbeitet werden. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt die erste Adresse bin als Künstlerin, aber klar, da kann man nicht die Augen verschließen, natürlich. Ja. Also es gibt da ganz Sachen aus heutiger Sicht, da schlackern einem nur die Ohren. Ja, also. Du hast noch einen lustigen Bezug auch in deinem Text erwähnt und ich frage mich, ob der hier auch auftaucht, E.T. Ja, E.T. der Außerirdische, ja. Hier mit den Planeten, hat das irgendwas mit E.T. zu tun? E.T. ist tatsächlich in dem Wandbild gar nicht verewigt, sondern nur im Text, aber der Text gehört eigentlich zur Ausstellung dazu. E.T. war mein erster Kinofilm, den ich gesehen habe. Da gab es noch ein Kino in Rheinsberg. Ich weiß nicht sogar, ob ich mit Christoph drin war, mit meinem Bruder, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der mich unglaublich beeindruckt, weil wir ja eben in diesem bisschen vegetarischen, nerdigen Hippie-Haus, Aussteigerhaus auch ganz oft keinen Fernseher hatten und dann dieses komische Schrumpelmonster und diese tolle Lichtführung in dem Film und dieses märchenhafte Erzählung. Und ja, ich glaube, das ist der Beginn meiner Liebe zum Science-Fiction. Aha. Ja. Durch E.T. Kann man auch heute noch gut gucken, den Film, finde ich. Ich habe ihn tatsächlich auch mit meinen Kindern vor einiger Zeit gesehen. Der ist super, oder? Ich habe ihn zum ersten Mal dann gesehen, weil ich mich damals, als der in die Kinos kam, nicht getraut habe. Ich fand das zu gruselig irgendwie, dieser Schrumpelkopf und ich fand irgendwie nicht. Und im Nachhinein denke ich, ist natürlich total absurd, dass mir das Angst bereitet hat, weil das tatsächlich sehr zahm ist. Ja. Vielleicht noch was zur Hängung. Diese Hängung, für die du dich entschieden hast, lässt fast den Eindruck entstehen, dass es sowas wie Serien sind, dass bestimmte Arbeiten so zusammengehören und vielleicht als Serie gelesen werden sollen und andere sind eher monolithisch. Ist das so bei dir? Also ich würde sagen, hier sind 3 große Serien, die Glasbilder, die Skizzenbücher und die kleinen Leinwände, so würde ich es ausdrucken. Die kleinen Leinwände eignen sich natürlich sehr dafür, dass man sie so in einer Reihe hängt, wobei die auch klein an der Wand gut gehen. Da wollte ich, glaube ich, so ein bisschen, also ich habe die ja fast alle in einem Monat gemalt, die hier hängen und das sieht man zum Teil auch, die sind sehr schnell gemalt. Und das heißt, du hast sie extra für die Ausstellung gemalt? Genau, also viele davon. Und ich wollte so ein bisschen, dass man Bilder abwandern kann, also dass man so von einem Bild zum nächsten und dann, die Idee kommt noch und also sowas, was so ein bisschen träumerisch ist, aber gleichzeitig auch so gegenwärtig, also wenn man, ich bin ja ein bisschen Instagram-süchtig und da ist das ja auch so, dass man die ganze Zeit neue Bilder sieht. Das stimmt, das ist auch so ein Instagram-Hochformat. Ja,
und die ganze Zeit so neue Eindrücke kommen. Aber hier, deswegen hängen sie auch ein bisschen weiter, dass man sie schon noch als Einzelbilder auch wahrnehmen kann. Ja. Und ich habe versprochen, dass wir, also wenn wir tatsächlich eine Stunde reden, dann sind wir auch gleich rum. Ich habe versprochen, dass wir noch auf deine Mutter zu sprechen kommen und was sie mit dem Geschirr gemacht hat, weil ich finde das wirklich toll. Du machst daraus ein kleines Gleichnis. Ihr hattet keine Geschirrspülmaschine, zum Teil viel schmutziges Geschirr und deine Mutter hat es nicht abgewaschen, sondern... Die hat es, also es ist eine Familienlegende, das wurde mir immer erzählt. Sie hat es dann genommen, das schmutzige Geschirr, und in der Scheune versteckt unter so einem blütenweißen Laken und ist dann wieder so schön ins Wohnzimmer und hat gelesen. Weil sie war leidenschaftliche Schreiberin und Leserin und hat so eigentlich Platz gemacht zum Kunstmachen oder zum selber Denken. Also es ist auch eine Zeit, über die ich spreche, wo dann doch immer die Frauen die ganzen Sachen gemacht haben, und ich finde die Geschichte so schön, weil sie ja auch sich Mühe gibt, das unter so einem weißen Laken zu verstecken, dass man dann denkt, oh, da ist was Sauberes drunter. Ja. Also so. Genau, das ist, ich finde es sehr exemplarisch für sie als Mensch. Sie hat so eine radikale Haltung der Kunst gegenüber gehabt, das, was ich schon sagte. Das ist wichtiger jetzt. Der Thomas Mann ist jetzt wichtiger als das schmutzige Geschirr. Und du machst daraus was sehr Schönes, Exemplarisches, weil du sagst, sie schafft praktisch eine Lücke, eine Unterbrechung, dieses immer weiter nochmal was wegräumen, abwaschen, sich um das kümmern. Und diese Lücke ist notwendig für die Kunst, weil nur in diesen Lücken Kunst entstehen kann. Und das ist praktisch der dauernde Kampf, Lücken zu schaffen. Also ich glaube, alle, die als professionelle KünstlerInnen arbeiten, kennen dieses Phänomen, dass wir uns ständig Lücken schaffen müssen, um Kunst zu machen, ja. Und je mehr wir das schaffen, desto größer werden die, und manchmal werden sie dann zu Universen, dann werden sie was Großes, Wichtiges. Aber das ist eine Kraftanstrengung, klar, weil wir alle kennen das. Wir haben eigentlich die ganze Zeit andere Sachen zu tun. Ja, Lücken für die Kunst schaffen. Ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, was aber nicht heißt, dass Sie nicht noch mal was sagen dürfen bei der einmaligen Gelegenheit, wo Sie jetzt... Ja, auch an Julia übrigens, also die ist ja heute der Stargast eigentlich. Nein, ich bin wirklich sehr froh, hier zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal in Heilbronn war, aber wir haben uns vorhin schon unterhalten, Matthias und ich. Ich bin immer sehr froh, in Süddeutschland zu sein, und Baden-Württemberg mag ich besonders gerne, landschaftlich auch, merke ich. Also es war eine sehr schöne und pünktliche Zugfahrt hierher. Ja, ich denke manchmal, dass ich im Herzen Schwäbin bin, weil mir hier so viele gute Sachen widerfahren. Ja, schöne Ausstellungen, tolle Menschen. Mein erstes großes Buch ist jetzt hier entstanden mit dem Verleger, der auch heute hier ist. Und ich kann, auch ein Gruß an den Verleger, und ich kann nur sagen, es lohnt sich wirklich, es ist ein sehr schöner Text, und wenn Sie schon anfangen, dieses Bild und diese Bilder, die irgendwann hier wieder wegkommen, die überleben zum Glück, aber die nicht zu vermissen, dann schnappen Sie sich den Katalog und nehmen Sie es damit mit. Danke. Gibt es noch eine Frage, einen Kommentar, einen Wunsch? Ja, Matthias. Der Umgang mit Widersprüchen. Aha. Das finde ich, sagen wir mal, als Lebenshaltung, vielleicht auch als etwas, was dich inspiriert. Welchen Stellenwert, also weil es gibt ja sehr unterschiedliche Dinge in deinem Werk. Es gibt die Abstraktion, eben hast du angedeutet, du könntest dir sogar vorstellen, demnächst auch konzeptuell zu arbeiten. Ja, seit heute. Die eine Frage ist, es ist auch biografisch begründet, weil der Widerspruch war ja eigentlich auch Teil deiner Kindheit. Ich glaube ja. Ich glaube, deswegen habe ich auch den Text geschrieben, um dem mal auf die Spur zu kommen, weil ich mit meinem Werk auch so ein bisschen immer ein Misfit war. Also dann wurde ich eingeladen zu einer abstrakten Schau, und dann ging das aber nicht mehr bei der nächsten Ausstellung, weil ich dann was Figuratives hatte oder so. Also ich hatte immer so ein bisschen dieses Misfit-Ding, und ich glaube, dass das angelegt ist, ja. Komme ich jetzt nicht mehr raus. Ja. Bin ich sehr gespannt, was als nächstes entsteht. Ja, wir alle. Ich auch. Okay, dann
freuen wir uns jetzt erstmal über diese Ausstellung, freuen uns, dass du uns so einen tollen Einblick gegeben hast und fiebern der konzeptuellen Ausstellung der nächsten entgegen. Okay. Vielen lieben Dank, Bettina Danke, Scholz. Julia, dass du gekommen bist. Vielen Dank.